The small Bavarian town of Holzkirchen is home to a unique flight laboratory that is part of the Fraunhofer Institute for Building Physics, IBP. The lab's 30-meter-long low-pressure chamber contains the forward section of a real Airbus A310 aircraft, complete with cockpit and 8 rows of cabin seating. How can cabin air quality aboard aircraft be improved? Which factors in onboard comfort allow well-being to be increased most efficiently and with a minimum of effort? These are the questions that Dr. Gunnar Grün and his team are trying to answer in the Climate Lab. Die Niederdruckkammer ist unser Kernstück. In dieser können wir den Luftdruck auf Flughöhe simulieren. Das entspricht 150 Hektopascal oder 13.000 Meter. In der Kabine dann beim Fliegen, wo die Passagiere sich dann befinden, 750 Hektopascal. Das sind 8.000 Fuß oder 2.500 Meter Höhe über dem Meeresspiegel. The mechanics of the air conditioning system are located beneath the chamber. There are 3 vacuum pumps in the machine room for reducing the air pressure inside the chamber. Cooling pumps chill the exterior skin down to -35 degrees Celsius. There are also heating coils for raising its temperature to +60 degrees Celsius. This is needed for simulating realistic temperature fluctuations either at cruising altitude or on the ground. Mit unseren Tests wollen wir erreichen, dass Passagiere sich komfortabler an Bord von Flugzeugen fühlen, aber wir gleichzeitig auch einen möglichst niedrigen Energieverbrauch für eben diese Konditionierung der Flugzeugkabine benötigen. This dummy developed at Fraunhofer IBP, known as Dressman, is a complex climate measuring system. Dressman registers the tiniest changes in onboard climate, whether the air is too warm, if there is a draft, or if the cabin wall is too cold. His yellow colleagues are fitted with less intelligent technology. They are just dummies used to simulate the heat radiated by human bodies, and they are placed inside the cabin so that their solid form displaces air, as passengers would. Der Dressman ist ein Sensorsystem, das wir mit bis zu 16 Sensoren verschiedener Art ausrüsten können. Mit diesen Sensoren wird dann die lokale Behaglichkeit gemessen. Das heißt, wir können das lokale Raumklima damit in gewisser Weise objektivieren. Die dahintergelegten Daten, die Bewertungen dieses Raumklimas stammen dann aus Probandenversuchen, die wir hier im Labor durchführen. Die Messkomponenten sind zum einen Standard-Lufttemperatursensoren, die wir hier einsetzen, und Luftgeschwindigkeitssensoren, aber auch ein eigens entwickelter Äquivalenttemperatursensor, der sozusagen die gefühlte Temperatur wiedergibt. Inside the cabin, there are around 640 sensors fitted in the floor, at seat height and at head height. During a typical test, these sensors record over 20,000 pieces of climate data. All the data gathered during a test are transmitted to the control station. To make it easier to compare various climate scenarios, the researchers use a composite climate measure known as the equivalent temperature. This combines air temperature, air speed and heat radiation into a single value that allows a direct comparison of different scenarios. Bevor wir hier in dem Fluglabor in die Praxistests mit neuen Komponenten gehen, testen wir diese alle vor in der Simulation. Dafür setzen wir Simulationsprogramme ein, wozu auch Strömungssimulationen für die Ventilation gehören, aber eben auch verknüpfen wir dieses mit Strahlungssimulationen, wenn wir eine Sonneneinstrahlung haben oder kalte Außenoberflächen, die dann wiederum eine unangenehme Wirkung auf den Menschen haben können. Dafür setzen wir dann virtuelle Mannequins ein, die eben auch in der Simulation platziert werden können, wo wir dann auf den einzelnen Körperteilen die Wirkung der Umgebung simulieren können. The challenge for the researchers is to find solutions that enable both pilots and passengers to set the temperature to their own preferred level. Bei der Wahrnehmung der thermischen Umgebung sind insbesondere Kopf- und Fußbereiche besonders sensibel beim Menschen. Dafür suchen wir hier auch nach Lösungen, um insbesondere zum Beispiel den Arbeitsplatz des Piloten thermisch zu optimieren. Dieser hat die Herausforderung, dass er einerseits eine direkte Sonneneinstrahlung abbekommt oder eben beim Nachtflug die Füße im sehr kalten Fußbereich liegen können. Und dort versuchen wir gerade in dem beengten Raum des Cockpits, wo ich viele Instrumente habe, Lösungen zu finden, wie ich das optimieren kann. Das können zusätzliche Lüftungselemente sein, die wir integrieren, oder bei kalten Umgebungen kompensieren über eine Sitzheizung oder über eine Ventilation durch den Sitz, um eben warme und feuchte Luft vom Piloten wegzuführen, wenn er zum Beispiel am Boden auf einem Flugfeld in der Sonne steht. The aim is for air traffic to become even more eco-friendly and energy efficient in future.
That is why hydraulic systems are, for instance, being replaced by electric ones, since this saves on weight and hence also on expensive fuel. In addition, it can reduce maintenance requirements, which in turn reduces operating costs.